Hallo, hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon YouTube-Channel oder auch von Saxbrick. Willkommen zurück in dieser dreiteiligen Impro-Serie hier von den 5 Elements. Heute gibt es den dritten Teil und heute geht es um das Element Rhythmik, aber auch ein bisschen um Form. Ich habe so eine kleine Rhythmusübung für euch dabei, die ist ganz hilfreich und die könnt ihr auch benutzen, um ein bisschen sicherer in der Form zu spielen. Also es ist quasi beides, so eine Kombi. Ist ein Rhythmus-Pattern. Also im weitesten Sinne ist es ein Rhythmus-Pattern, aber auch nicht richtig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mache mal die Noten, blende ich mal ein. Und zwar geht es hier um die Idee, dass man eine Phrase nimmt, eine rhythmische Phrase und die schiebt. Das ist eigentlich, das ist so ein bisschen ein Effekt, das kann man probieren mit allen möglichen Sachen. Man nimmt ein kleines Stück Melodie, spielt die auf einer bestimmten Zählzeit. Und dann schiebt man die im nächsten Takt auf eine andere Zählzeit. Also man fängt zum Beispiel hier, in unserem Beispiel 1, Phrase auf 1, fängt man auf der Zählzeit 1 an. Ich habe wieder eine ganz einfache Phrase dabei. Ja, mehr ist es nicht. Also wenn ihr anzählt, 1, 2, 3, 4, super easy. Ja? Und jetzt können wir das auch auf der zweiten Zählzeit anfangen und dann klingt das anders. Ne? Einfach nur dadurch, dass ich es auf einer anderen Zählzeit spiele, klingt es schon anders. Wenn ich zähle 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, das Spiel kann ich weitermachen. Ich kann es auf der dritten Zählzeit beginnen und ich kann sogar, auf der vierten habe ich es auch noch aufgeschrieben, und ich kann es sogar kombinieren. Also ich kann diese Phrase im ersten Takt auf der ersten Zählzeit spielen, im zweiten Takt auf der zweiten, im dritten auf der dritten und so weiter. Ne? Ich kann das im Prinzip auch immer weiter schieben. Das ist so ein bisschen wie im Video davor. Da haben wir so Dreitaktik improvisiert, 2 Takte gespielt, 1 Takt Pause gemacht. Das haben wir verschoben über eine 4-Takte-Form. Und hier ist es im Prinzip dasselbe im Kleinen. Also ich nehme eine Phrase, die hat eine bestimmte Länge und die schiebe ich weiter. Ne? Die schiebe ich auf andere Zählzeiten. Okay, das ist so, das kann man mit allen möglichen Melodien machen. Ihr könnt das probieren, wenn ihr ein Motiv spielt. Ihr habt ein Motiv, was ihr übt. Das könnt ihr damit auch machen. Ne? Ihr nehmt euch irgendein kleines Stück Melodie, schiebt die auf verschiedene Zählzeiten und die Übung, also das, was man auch dabei lernt, auch noch dazu. Nicht nur, dass es interessanter wird, was man da macht, sondern man lernt auch ein bisschen die 1 zu behalten, obwohl man sich in eine Situation begibt, wo man leichter rausfliegt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Phrase ständig auf einer anderen Zählzeit beginne, dann klingt die ja für mich ganz anders. Die hat andere schwere Teile drin. Ne? Das wird vielleicht synkopisch oder sowas und es klingt ganz anders und dann schmeiße ich mich vielleicht selber schneller raus. So. Ich mache mal ein Beispiel. Ich werde mal erstmal auf der ersten Zählzeit ein paar Phrasen spielen. Vielleicht spiele ich erstmal die da steht. Und dann mache ich dieselbe Phrase auf der zweiten, dann auf der dritten. Und wenn ich variiere, ich nehme mal immer diese 4 Achtel. Ne? Ich werde immer 4 Achtel spielen. Vielleicht nehme ich ein paar andere Töne auch noch dazu, dass es nicht immer so gleich klingt. Und genau das mache ich erstmal. Und dann werde ich auch erstmal ein paar Mal das hier, dann die zweite, dann die dritte. Und dann werde ich auch mal probieren hier unten, dass ich jedes Mal in jedem Takt eine Zählzeit weitergehe. Ne? Könnt ihr euch mal anhören und mal gucken, wie das klingt. Ja? Okay.
bisschen rumprobiert. Okay, das ist eine ganz lustige Übung. Probiert das mal. Also ladet euch die Sachen runter unten. Hier unten gibt es den Link für die Noten und das Playback. Probiert das natürlich auch mit anderen Motiven, ne? Nicht nur das, was da steht, sondern wenn ihr ein bestimmtes Motiv übt, versucht es ruhig auch mal über das Playback mit dieser Idee. Ne? Dass ihr euch da ein bisschen rauswagt und genau, so ein bisschen trainiert, halt nicht rauszufallen aus dem Fenster. Ne? Okay, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen mit üben mit dieser ganzen Serie, mit dieser dreiteiligen Serie hier auf YouTube. Das war ja nur so ein Vorgeschmack. Morgen früh ist Kurseröffnung, da gibt es auch ein Angebot, wenn euch das interessiert. Ihr findet dazu auch einen Link, das werde ich aber morgen erst hier reinstellen. Und es gibt wahrscheinlich auch, ich mache noch ein kleines Video, wo ich das nochmal ankündige. Es gibt ein Eröffnungsangebot, also es ist günstiger ein bisschen. Und genau, wenn euch das interessiert, dann würde es mich freuen, wenn ihr mit den Sachen lernt, die ich euch anbiete. Ja? Auf jeden Fall hat es mich gefreut und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen damit lernen. Gebt mir gerne Feedback, schreibt unten in die Kommentare was rein, ob das für euch, ob das für euch geklappt hat, ob ihr damit lernen konntet und so weiter. Ja? Alles klar, dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Bis dann. Ciao.